Heute habe ich mir ein etwas umfangreicheres Projekt vorgenommen. Und zwar werde ich oft gefragt, ob eine Haushaltsnähmaschine geeignet ist, um damit Leder zu nähen. Um das mal auszuprobieren, werde ich 4 verschiedene Nähmaschinen ausprobieren mit verschiedenen Materialien. Das erste, was ich testen werde, ist Gurtband. Danach werde ich ziemlich häufig gefragt. Das wird anscheinend sehr gerne für Hundegeschirr, Hundeleinen, Pferdegeschirr und Ähnliches verwendet. Wir werden versuchen, das in einfacher, zweifacher und dreifacher Lage zu nähen. Außerdem ein geschmeidiges Leder, wie es viele für ihre Babyschuhchen oder die ersten Laufschuhchen verwenden möchten. Es ist relativ geschmeidig und dehnbar. Das dritte, was ich ausprobieren möchte, ist LKW-Plane. Das hier ist Plane, die ich individuell habe bedrucken lassen für eine Satteltasche. Da werden wir verschiedene Stärken testen. Hier habe ich das mit einem Einfassband, einem Gurtband ausprobiert. Dann werden wir mal schauen, ob wir Feuerwehrschlauch vernähen können. Das ist schon ein ziemlich dickes Ding. Das ist eine dicke, zähe Lage Gummi mit einem sehr, sehr festen Gewebe. Und als letztes ein ziemlich festes Leder. Ich würde sagen, das ist sowas wie bei Schuhen. Das Oberleder ziemlich fest, nicht sehr geschmeidig und biegbar, wird aber zum Beispiel gerne für Lab verwendet. Um alle Nähversuche vergleichbar zu machen, werde ich immer dieses Material verwenden. Das ist ein 100% Polyestergarn, ein 40er Garn von Titan. Außerdem werde ich für die Haushaltsnähmaschinen Ledernadeln verwenden, eventuell, falls es besser funktioniert, auch normale Nadeln, mindestens in 100er Stärke. Und für die anderen Maschinen voraussichtlich Rundkolbennadeln. Die erste Maschine, auf der ich meine Nähversuche machen werde, ist eine Brother MS6. Das ist meine neueste und modernste elektronische Nähmaschine in meinem Fuhrpark, die ich eigentlich nur deshalb habe, weil sie vollautomatische Knopflöcher in verschiedener Form kann. Das sind diese hier. Sonst verwende ich die Maschine nicht, weil ich kein großer Fan dieser Drop-in-Greifer bin. Aber sie sind natürlich sehr komfortabel. Die zweite Haushaltsnähmaschine, die ich verwenden möchte, das ist diese Famula Elektronik von Veritas. Jetzt 2020 ist sie schon mindestens 30 Jahre alt. Ich würde sagen, das ist qualitativ neben den Rubina Nähmaschinen von Veritas das oberste Ende. Es gibt eine Geschwindigkeitsvoreinstellung, es gibt eine Nadelhochfunktion, es gibt eine Einzelstichfunktion. Die Maschine ist sehr robust. Wenn man das Glück hat, so eine Maschine in einem guten Zustand noch zu bekommen, ist das von mir immer eine Empfehlung. Hier ist noch ziemlich viel Metall drin verarbeitet. Die Maschine ist durchdacht konstruiert. Anschiebetisch ist runterklappbar, ein schöner Freiarm. Eine tolle Maschine. Die nächste Maschine, die ich zum Nähen testen möchte, ist eine Pfaff 138. Das ist dann keine Haushaltsnähmaschine mehr, sondern eine Gewerbenähmaschine, eine Schneidermaschine, die einen längeren Arm hat. Eine Flachbettmaschine, in meinem Fall für Rundkolbennadeln eingerichtet. Sie hat natürlich deutlich mehr Wumms. Aber ich möchte einfach mal den Unterschied zeigen zwischen einer Haushalts- und einer Gewerbenähmaschine. Die vierte Maschine, die ich testen werde, ist eine Adler 69 Ledernähmaschine mit Freiarm, mit einem nachgerüsteten Servomotor. Das ist nicht ganz das oberste Ende, aber für Lederarbeiten schon ein echt starkes Pferd mit ordentlich Wumms. Wir werden da mal vergleichen, wo die Grenzen sind, wo die Vorteile und wo die Nachteile sind. Wir fangen mit der
Brother MS6 an und starten mit den weicheren und dünneren Materialien. Als erstes tauschen wir die 70er oder 80er Nadel gegen eine 100er, eine normale 100er Nadel aus. Das ist für eine Flachkolbennadel schon relativ stark. Ich hoffe, dass bei meinen Nähversuchen die Nadelstange keinen Schlag erhält. Denn das Problem hatte ich bei dieser Maschine schon mal. Die ganze Konstruktion ist natürlich deutlich weniger massiv als bei den alten oder bei den Gewerbenähmaschinen. Hier ist mehr Kunststoff verbaut, zum Teil nur geprägtes Blech statt gegossenem Stahl. Und was damals passiert ist, ist, dass die Nadel auf ein hartes Material aufgeschlagen hat und sich die Nadelstange nach oben verschoben hat. Dann passte natürlich auch das Nadelgreifer-Timing nicht mehr. Ich hoffe, das zu korrigieren bleibt mir hier erspart. Damit ich diese Rolle problemlos hier aufstecken kann, man sieht, das ist keine ganz glückliche Lösung, das ist da nicht für gebaut, habe ich mir einen kleinen Adapter gemacht, eine Holzscheibe mit einer Stange und einem Loch. Das lässt sich hier aufstecken und dann lassen sich auch diese großen Konen problemlos abrollen. So, ich habe die Maschine jetzt fertig eingefädelt und jetzt machen wir gerade mal eine Probenaht. Das sieht super aus. Als erstes testen wir das Gurtband. Das hat in einfacher Lage ca. 1,2 mm, doppelte Lage ca. 3 mm, also hat es in einfacher Lage 1,5 und in dreifacher Lage müsste es dann 4,5 sein. Jawohl, 4,5 mm, das ist natürlich schon relativ viel. Wir versuchen mal eine einfache Lage. Das ist für die Maschine gar kein Problem. Sieht oben und unten gut aus. Fadenspannung kann noch ein bisschen höher oben. Dann testen wir als nächstes 2 Lagen. Ja, gut, ich kann das Füßchen noch ein bisschen lupfen. 2 Lagen, 3 mm. Schafft die Maschine auch gut. Und als nächstes 3 Lagen, das entspricht 4,5 mm Gurtband. Lassen sich nur knapp unter das Füßchen schieben, aber das Füßchen lässt sich noch anheben. 3 Lagen. Füßchen nach unten. Schafft die Maschine noch gut. Auch die Unterseite sieht gut aus. Um die Naht besser beurteilen zu können, habe ich auf der Unterseite ein kontrastierendes Garn verwendet. Und weil es so schön war, machen wir noch eine 4. Lage. Füßchen nach unten. 4 Lagen. Bei der Brother sind hier 4,5 mm unterm Fuß. Knapp, aber die Naht sieht gut aus und hält 4 Lagen Gurtband. Das überrascht mich tatsächlich. Als nächstes testen wir LKW-Plane. Ja, eine Lage, kein Problem. 2 Lagen. Wird nicht transportiert, weil das Material zu rutschig ist. Wir machen mal 4 Lagen.
Das hört sich nicht gut an. Die Maschine transportiert auch nicht mehr ordentlich. Das gibt keine gute Naht. Das heißt, ich hätte gedacht, das Problem wäre die Dicke. Das Gurtband war mit 4,5 mm ja deutlich dicker. Wir haben jetzt bei 4 Lagen LKW-Plane nur 1,5 mm. Das heißt, die Materialstärke ist nicht das Problem. Hier ist mehr das Problem das etwas zähe Material und dass es sich nicht gut transportieren lässt. Als nächstes testen wir eine Lage Feuerwehrschlauch. Das ist dieses, ich weiß nicht, ob das Cordura ist oder ein anderes Gewebe, innen mit einer dicken Lage Gummi oder Kautschuk. Das Ganze hat eine Stärke von circa 1,5 bis 1,7 mm. Wir testen erstmal eine Lage. Upp. Ja, die Maschine schafft es, aber man merkt, dass sie beim Durchstechen schon Schwierigkeiten hat. Das ist jetzt eine Lage. Und das sieht natürlich nicht gut aus. Das liegt an der Gummifläche, die es dem Garn schwer macht, sauber durchzugleiten. Das heißt, es kann sich keine zuverlässige Schlaufe bilden. Als nächstes versuchen wir einfach mal, dieses Material mit einer Ledernadel zu nähen. Und setzen jetzt eine 120er Ledernadel ein. Ich hoffe, die Maschine kommt damit zurecht. Das Besondere an Ledernadeln ist, ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennen kann, dass vorne keine einfache Spitze, sondern eine Schneide angeschliffen ist. Das heißt, die Nadel ist vorne etwas flach angeschärft. Wir machen unsere Probenaht mit der Ledernadel. Hoppla, okay. Hier geht gar nichts mehr. Ein neuer Versuch. Autsch. Nein. Das heißt, als nächstes werden wir mit der Ledernadel das weiche Leder nähen. Wir versuchen eine Lage. Das hört sich so richtig gar nicht gut an. Die Naht kommt zustande, aber ich muss sagen, die Maschine schindet sich ganz schön. Das ist auch gut zu hören. Ja, okay. Jetzt merke ich, da hat sich wegen des schweren Materials wahrscheinlich beim Feuerwehrschlauch schon die Nadelstange verschoben. Das heißt, die Maschine ist dafür nicht geeignet. Ich werde sie nochmal neu einstellen müssen. Wir gehen mal zur nächsten Maschine. Als erstes bereiten wir die Maschine wieder vor und setzen als erstes wieder unsere 100er Nadel ein, damit wir das 40er Garn auch durchs Öhr bekommen. Wir machen wieder eine Probenaht. Hört sich gut an. Da stimmt die Fadenspannung noch nicht. So. Jetzt sieht die Fadenspannung schon besser aus. Zuerst eine Lage Gurtband. Ja, völlig problemlos. 2 Lagen. Kein Problem. Jetzt sind wir bei 3 Lagen. Das sieht gut aus. 4 Lagen. 4,5 mm passen gerade noch so unter das Füßchen. Werden aber sehr solide transportiert. Naja. Nein, da gibt es auch schon Stichaussetzer. Das heißt, eigentlich ist bei dieser Maschine bei 3 Lagen Schluss. Und wir versuchen jetzt nochmal 5 Lagen unter das Füßchen zu bekommen. Das ist natürlich extrem viel. Also eigentlich passt das kaum drunter.
Wir schauen mal, wie die Maschine das meistert. Wow. Super. Wie ein Traktor durch alle 5 Lagen. Allerdings, man sieht, hier werden Stiche ausgelassen. Als nächstes testen wir die LKW-Planer. Wir fangen gleich mal mit 2 Lagen an. Hopp. Das sieht nicht gut aus. Das heißt, da hat die Maschine definitiv Probleme mit. So, nochmal ein neuer Versuch mit LKW-Plane 2 Lagen. Autsch. Ah, nein. Also nicht mit der Nadel, mit der 100er Nadel. Das ist schon erstaunlich für mich, das zu sehen, denn die 4,5 mm Gurtband hat die Maschine hier ja auch problemlos geschafft. Aber LKW-Plane ist ein Problem. Dann testen wir mit einer normalen Nadel, mit einer 100er, doch mal den Feuerwehrschlauch. Eine Lage. Nein, das sieht nicht gut aus. Da machen wir nicht weiter. So, ich habe jetzt die Nadel gewechselt. Wir haben jetzt die 120er Ledernadel drin und testen mal eine Lage. Also, das war kein Erfolg. So, als nächstes testen wir die Ledernadel, die 120er. Mit einer Lage weichen Leders. Das sieht super aus. Und ist ein großer Unterschied. Eben mit der Rundkolbennadel hat sie diese Naht nicht hinbekommen. Mit der Ledernadel klappt das wunderbar. Dann versuchen wir jetzt mal 2 Lagen. Dann versuchen wir jetzt mal 2 Lagen. Stellen die Stichgeschwindigkeit gleich mal etwas niedriger. Das sind jetzt an dieser Stelle ca. 2,5 mm. Man merkt, das ist für die Maschine nicht richtig leicht, aber da sie eine eingebaute Elektronik hat, um die Motorleistung anzupassen, reguliert sie danach und schafft auch die 2 Lagen Leder sehr gut. Auch die Rückseite sieht gut aus. Das heißt, als nächstes versuchen wir jetzt mal mit der Famula von Veritas und einer 120er Ledernadel drei Lagen weiches Leder zu nähen. So, das passt ohne Anheben des Füßchens gerade so drunter. Füßchen absenken, langsame Nähgeschwindigkeit. Also das hört sich nicht gut an. Das überfordert die Maschine. Sie müht sich ab, aber ich denke auch, das Ergebnis ist nicht gut. Nein, es gibt Stichaussetzer und unten drunter fehlen auch Stiche. Also das ist zu viel. Dann testen wir mit der Ledernadel nochmal eine Lage Feuerwehrschlauch. Ja, man merkt, dass die Gummibeschichtung für die Nadeln nicht einfach zu nähen ist. Und man sieht auch hier,
Das ist kein befriedigendes Ergebnis. Ich könnte jetzt noch die Oberfadenspannung erhöhen, aber das Problem ist einfach, dass die Reibung für das Garn im Gummi zu groß ist. Das heißt, dafür ist diese Maschine nicht geeignet. Wir können jetzt noch mal versuchen, mit der Ledernadel die LKW-Plane zu nähen. Das hört sich mühsam an und die Naht sieht auch nicht gut aus. Das Material lässt sich halt vom Transporteur nicht schön transportieren. Man sieht, das rutscht hin und her und naja, es ist eine Naht zustande gekommen, aber die sieht wirklich nicht gut aus. Und wir können natürlich nochmal versuchen, 4 Lagen zu nähen. Ja. Da kommt schon keine Naht zustande. Das ist zu viel. Wir können ja einfach nur, um es mal auszuprobieren, schauen, ob wir das 2 mm starke Schuhleder durch die Maschine bekommen. Wow. Das beeindruckt mich. Die Maschine schafft es tatsächlich, dieses sehr harte Leder zu nähen. Sie transportiert sogar einigermaßen zuverlässig und die Naht kommt zustande. Was ich hier jetzt aber, glaube ich, nicht zumuten werde, ist die doppelte Lage. Na gut, das sind jetzt gemessene 4 mm, aber ich bezweifle, dass die Maschine da durchkommt. Das ist natürlich für eine Haushaltsnähmaschine viel zu viel, viel zu hart. Da breche ich lieber ab. Das heißt, hier sind die Grenzen erreicht. Als nächstes haben wir hier die Gewerbenähmaschine Pfaff 138. Ich denke, sie müsste ungefähr in den 50er Jahren gebaut worden sein. Wir fädeln ein. Und machen als erstes eine Probenaht. Wunderbar. Wir testen als erstes eine Lage Gurtband. Kein Problem. Kein Problem. 3 Lagen Gurtband. 4 Lagen. Ja, und hier merkt man schon, dass sich das Fößchen nicht höher bewegen lässt. Bei 4 Gurtlagen haben wir eigentlich die Grenze schon erreicht. Aber kein Problem für die Maschine. Die Naht sieht einwandfrei aus. Mal schauen, ob wir 5 Lagen noch unter den Fuß bekommen. Da wären wir bei 8 mm. Ja, das ist eigentlich schon zu viel. Mal schauen. Ja, hier hat jetzt die Maschine Probleme. Die Naht sieht aber trotzdem gut aus. Ich probiere das nochmal in der Gegenrichtung. Man muss schon ziemlich viel Kraft anwenden. So, schauen wir mal. Das sind jetzt 5 Lagen Gurtband. Nein, bekommt die Maschine zwar noch durchgestochen, aber nicht mehr produziert. Die Naht sieht auch gut aus. Das ist der Unterfaden. Das ist der Oberfaden.
und sie schafft es, die 5 Lagen zu verbinden, aber es ist einfach zu wenig Platz unter den Fößchen. Eingesetzt ist eine 100er Nadel mit normaler Spitze, keine Ledernadel. Wir testen 2 Lagen LKW-Plane. Das sieht super aus. Gerade Naht, einigermaßen gerade Naht. Unterfaden ist auch in Ordnung, Materialstärke ist auch kein Problem. Transportiert wird auch problemlos. 4 Lagen LKW-Plane. Schafft die Maschine ohne Probleme. Die Durchstichkraft ist da und es wird auch sauber transportiert. Dann versuchen wir doch gleich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Lagen LKW-Plane. 8 Lagen LKW-Plane haben eine Stärke von 2,5 mm. Also mit 8 Lagen haben wir die Grenzen des Möglichen erreicht. Man muss mit der Hand deutlich nachführen. Die Maschine schafft es gerade so durchzustechen. Die Führung ist so lala. Die Naht ist nicht wirklich gerade, aber noch akzeptabel. Und das sind jetzt 8 Lagen LKW-Plane. Testen wir als nächstes mal unseren Feuerwehrschlauch, der bisher für alle Maschinen noch die größte Herausforderung war. Hat sie überhaupt keine Probleme mit. Einwandfreie Naht vorne und hinten. Dann testen wir jetzt mal 2 Lagen. Das sind zusammen 4 mm. Das sieht super aus. Die Maschine transportiert noch einwandfrei. Man muss ein bisschen mit der Hand mitkorrigieren, weil es ein relativ rutschiges Material ist. Aber die Naht sieht vorne und hinten sehr gut aus. Dann testen wir jetzt mal 3 Lagen Feuerwehrschlauch. Dann sind wir bei 6 mm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Maschine das nicht mehr schafft. Vor allem wegen der 3 Gummilagen. Passt noch bequem unter das Füßchen. Ah ja. Naja. Gar nicht schlecht. Ich bin wirklich überrascht. Die Pfaff 138 mit Rundkolbennadeln des Systems 134 schafft tatsächlich, wenn auch mit etwas Nachhilfe, 3 Lagen Feuerwehrschlauch. Nicht schlecht. Testen wir als nächstes das weiche Leder. Das geht problemlos. Saubere Naht. Ich glaube, hier können wir schon mal einen Sprung wagen auf 4 Lagen. 4 Lagen weiches Leder zusammen. 4,5 mm. Gar kein Problem. Auch die Rückseite sieht gut aus, keine Stiche ausgelassen, saubere Naht, gerade, wird gut transportiert. Dann testen wir doch jetzt mal 6 Lagen weiches Leder.
Wir sind bei 6 mm. Jetzt erreichen wir auch die Grenzen. Unterm Füßchen ist gerade noch Luft. Die Pfaff 138 schafft auch hier eine einwandfrei saubere Naht, keine Stichaussetzer. Super. Jetzt kommt der schwierigere Teil. Wir versuchen es mal ohne Ledernadel. Wir haben hier 2 mm. Sind für die Maschine kein Problem. Transportiert sauber. 2 Lagen, circa 4 mm. Ja, man merkt, dass sie beim Transport jetzt schon ein bisschen Probleme hat. Aber man sieht, dass die Naht nicht ganz gerade ist. Aber es werden keine Stiche ausgelassen. Und die Maschine hat einwandfrei transportiert. Wir testen 3 Lagen. Dünneres Schuhleder. Wir sind jetzt bei 6 mm. Ich glaube, da dürften wir jetzt auch wieder die Grenzen erreicht haben. Wir passen gerade noch so unterm Fuß durch. Naja, sieht gut aus. Rückseite sieht auch gut aus. Wow. Dann machen wir zum Schluss noch einen Versuch. Eigentlich ist die Maschine ja gar nicht dafür gedacht, solche Materialstärken zu nähen. Wir haben jetzt 4 Lagen Schuhleder und sind bei 8 mm Gesamtstärke. Ich glaube nicht, dass die Maschine das noch schafft, beziehungsweise ich vermute mal, ich bekomme das schon gar nicht mehr unter den Fuß. Ja, also 8 mm ist eigentlich zu viel. Ich nehme noch ein bisschen hier die Füßchendruck zurück und muss wahrscheinlich mit der Hand nachführen. Ah ja. Also mit Gewalt schafft die Pfaff das auch. Man sieht, sie transportiert nicht mehr zuverlässig. Ich habe die maximale Stichlänge von 5 mm eingestellt, aber die Reibung, die Klemmung ist einfach zu groß. Der dicke Packen wird nicht mehr zuverlässig transportiert, die Stichlänge variiert. Aber sie schafft es tatsächlich, durch alle Lagen durchzunähen und keine Stiche auszulassen. Sehr beeindruckend. Man muss bedenken, dass natürlich nicht nur die Nähmaschine selbst größer ist und sie für schwereres Material ausgelegt ist und für Dauereinsatz, sondern es ist natürlich auch ein anderer Motor daran. Üblicherweise hat man diese Haushaltsnähmaschinen mit Motoren in dieser Form ausgerüstet, egal ob intern oder extern, meist zwischen 70 und 90 Watt. Die neueren elektronischen Maschinen haben noch etwas schwächere Motoren. Die Pfaff 138 ist in diesem Fall aber auch mit einem deutlich größeren Motor ausgestattet, der einfach mehr Wumms hat. Mit 200 Watt gibt es da deutlich mehr Leistungsreserven und es ist für diese Maschine natürlich auch kein Problem, stärkere Materialien zu verarbeiten. Die letzte Maschine, die wir testen werden, ist diese Adler 69, eine Freiarm-Ledernähmaschine. Auch diese Maschine müssen wir erst einfällen. Neben dem sehr starken 1 PS Servomotor hat die Nähmaschine zusätzlich auch noch eine größere Scheibe auf dem Handrad. Das heißt, die Übertragung der Kraft ist nochmal etwas optimiert. Der kleinere Durchmesser der Motorachse, der größere Durchmesser des Handrades führt zu einer noch besseren Kraftübersetzung. Und was natürlich das Optimum an dieser Maschine darstellt, das ist der sogenannte Dreifachtransport. Das heißt, es bewegt sich nicht nur das
der Transporteur, es bewegt sich auch ein Festhaltefüßchen und die Nadel bewegt sich mit dem Material. Das sieht dann so aus. Wir haben unten den Transporteur, wir haben den oberen und die Nadel, die sich mit dem Material mitbewegt. Dann testen wir mal das Gurtband. Ich beginne mit 2 Lagen. Kein Problem, einwandfreie Naht. Dann würde ich sagen, springen wir gleich zu 4 Lagen. Schafft die Maschine ohne Probleme. Wir testen 6 Lagen Gurtband. Da sind wir bei gut 10 mm. Die sollten auch problemlos unter das Füßchen passen. Ist noch etwas knapp, weil sich das Gurtband etwas ausdehnt. Naja, also das sind dann wahrscheinlich doch eher 11 mm. Ja, man merkt, die Maschine hat hier auch schon etwas Probleme zu transportieren. Trotz des Dreifachtransportes sieht die Naht nicht so aus, wie sie aussehen sollte. Die Stiche sind unterschiedlich lang. Die Maschine hat Probleme mit dem Transport und die Unterseite sieht auch nicht perfekt aus. Dann testen wir mal die LKW-Plane. Zwei Lagen. Kein Problem, das sieht super aus. Gerade Naht, gleiche Stichlänge, Unterseite auch fast in Ordnung. Ich muss noch ein bisschen die Oberfadenspannung erhöhen. Dann machen wir doch gleich mal einen Sprung zu unseren 8 Lagen von vorhin. Die Naht sieht gut aus. Das ist die obere Naht. Auch die Unternaht sieht ganz gut aus. Kein Problem. Dann machen wir doch statt 8 Lagen mal 12 Lagen. Damit sind wir bei ca. 4 mm LKW-Plane. Aha. Wegen des zähen Materials hat die Maschine hier schon Probleme, vielleicht mit Schwung. Ja, man merkt, dass es trotz des Dreifachtransportes für die Maschine ein etwas problematisches Material ist. Aber die Naht sieht gut aus, keine Stichaussetzer, die Stichlänge einwandfrei, die Naht gerade, kein Problem. Testen wir als nächstes den Feuerwehrschlauch. Das sieht sehr gut aus. Machen wir doch einfach gleich mal einen Sprung zu 3 Lagen. Das ist hier die obere Naht. Die sieht von vorne gut aus. Die Maschine hat gut transportiert. Die Stichlänge ist einheitlich. Aber mit der Rückseite bin ich nicht so zufrieden. Man kann hier sehen, dass der Oberfaden hängen geblieben ist. Wahrscheinlich in der Gummilage. Und keine schöne Unternaht gebildet hat. Wir fangen mit dem weichen Leder an und da man dieser Nähmaschine schon ein bisschen mehr zumuten kann, starten wir mit 4 Lagen weichem Leder. Fadenspannung können wir noch etwas erhöhen. Man sieht, dass der Oberfaden vom Unterfaden runtergezogen wird. Das heißt, wir müssen im Oberfaden noch ein bisschen Spannung dazu geben. Das waren 4 Lagen. Dann machen wir doch gleich mal einen Sprung zu unseren 6 Lagen.
Das schafft die Adler völlig problemlos. Jetzt testen wir 10 Lagen. Das ist ein ganz schön dicker Packen. Gut 11 mm. Mal schauen, ob die überhaupt unter den Fuß passen. Ja, mit ein bisschen Würgen. Das ist allerdings schon ziemlich viel. Also hier ist die Grenze erreicht. 11 mm. Ich denke mal, eigentlich sind es 10. Mal schauen, ob die Maschine das überhaupt noch transportieren kann. Aha, okay. Das heißt, die Maschine transportiert zwar noch, aber der Faden ist gerissen. Wir wagen gleich nochmal einen Versuch. An dieser Maschine ist standardmäßig eine Ledernadel montiert. Das ist, glaube ich, eine 130er Ledernadel. Also schon ein ziemlich dicker Nagel. Wir versuchen es mal mit weniger. Das sind jetzt 8 Lagen. Eine Gesamtstärke von gut 8 mm. Passt gerade noch so unter das Füßchen. Noch passt noch unter das Füßchen. Die Naht sieht gut aus. Der Unterfaden auch. Die Maschine transportiert wunderbar geradeaus. Die Stichlänge bleibt immer gleich. Die Naht ist gerade. Perfekt. Dann testen wir noch unser Schuhleder. Das sieht gut aus, aber man sieht, ich musste den Unterfaden wechseln und jetzt stimmt die Fadenspannung nicht mehr. Das heißt, ich muss oben ein bisschen Fadenspannung nachlassen. Wir testen 2 Lagen. Das sieht super aus, vorne wie hinten. Und wir testen 4 Lagen. Da sind wir wieder bei ca. 8 mm. Und man sieht, dass das für die Maschine gar kein Problem ist. Naja. Auf jeden Fall sieht die Naht super aus. Diese schrägen Einstiche kommen durch die Form der Ledernadel, die vorne eine abgeflachte Spitze hat, die schräg steht. Und deshalb rutscht das Garn im Loch immer etwas seitlich in den Schlitz. Dann würde ich sagen, dass wir zum Schluss nochmal 5 Lagen Schuhleder testen. Dann sind wir bei über 10 mm. Das heißt, wir bekommen wahrscheinlich hier auch wieder unter dem Füßchen Probleme. Ja, bei 10 mm ist hier Schluss. Das heißt, ich vermute auch, dass die Maschine das gar nicht mehr transportieren kann. Wir versuchen es trotzdem nochmal. Das sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus, aber ich sehe hier schon, die Stichlänge stimmt nicht mehr, der Transport ist nicht wirklich gerade und die Unterseite hat gelitten, denn das Problem ist, dass wir zumindest bei dieser Kombination von Nadelstärke und Garn durch die hohe Reibung des Leders einfach kein perfekt durchrutschendes Garn mehr haben. Das Garn muss ja durch das Leder durchgefädelt werden und trifft sich auf der Unterseite mit dem Untergarn und geht dann wieder nach oben. Und wenn die Reibung des Materials zu groß ist, dann gibt es Probleme bei der Schlingenbildung und das kann man hier erkennen. Das sieht nicht super aus. Aber das ist auch schon ein ziemlich dicker Packen Leder.
Kommen wir zum Resümee meines diesmal etwas aufwendigeren Tests. Ich denke, es ist klar, you get what you pay for. Das heißt, eine größere, schwerere, robustere und für den Gewerbeeinsatz ausgelegte Nähmaschine schafft deutlich mehr weg als eine Haushaltsnähmaschine. Aber da ich auch oft gefragt werde, welche Nähmaschinen geeignet sind, denke ich, dass dieser Test einen schönen Überblick gibt über die Möglichkeiten von modernen Haushaltsnähmaschinen, von soliden älteren Haushaltsnähmaschinen, in denen deutlich mehr Metall verarbeitet ist und die mechanisch auch robuster ausgeführt sind. Außerdem zeigt sich, dass Gewerbenähmaschinen schon aufgrund ihrer Konstruktion einfach mehr Leistung bringen können. Das Ganze hängt zum einen von der mechanischen Ausstattung, also der Dimensionierung der mechanischen Bauteile ab und zum anderen natürlich auch von der Stärke des verbauten Motors. Und die üblichen Haushaltsnähmaschinen heute sind für die im Haushalt anfallenden Arbeiten gedacht und reichen dafür auch gut aus. Aber man muss sagen, alles, was darüber hinausgeht, also alles, was besonderes Material ist, wie Leder, wie Gurtband, kann schon problematisch werden. Wobei ja gerade der Test gezeigt hat, dass die Haushaltsnähmaschinen mit diesem Gurtband, es gibt sicher auch festeres oder dichter gewebtes, gut zurechtgekommen sind und auch mit der LKW-Plane gab es zum Teil keine Probleme. Hier wirkt sich natürlich zusätzlich auch noch aus, ob man eine normale Nadel oder eine Ledernadel verwendet. Aber man konnte sehen, wer mehrere Lagen schwereren Materials verarbeiten möchte, und darum geht es ja meist, dass man nicht nur eine Lage Leder näht, sondern man möchte mehrere Lagen miteinander vernähen. Für den sind die Profi-Nähmaschinen dann doch die bessere Wahl. Das muss nicht unbedingt teuer sein. Ich denke, eine Pfaff 138 oder bauähnliche Maschinen sind sicher schon für um die 100-150 Euro zu bekommen mit etwas Glück und damit auch nicht teurer als eine moderne Plastiknähmaschine aus dem Supermarkt. Aber man hat natürlich deutlich mehr Potenzial. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Video. Ich würde mich über ein Abo von Ihnen freuen. Und wenn Sie über neue Videos benachrichtigt werden möchten, dann drücken Sie unten rechts die Glocke. Vielen Dank.